So, jetzt geht's los. Unsere Wandertour in den Hürtgenwald. Stigi ist bereit. Wir haben schon 30 Grad. 10 Uhr oder was sagt die Uhr? Genau, 5 vor halb 11. 5 vor, was eine Uhrzeit? 5 vor halb 11, also 10:25 Uhr gehen wir los. Wir haben knapp 100 Kilometer vor uns. Also hin und zurück 200. Wir haben jetzt Sonntag. Geplant ist bis Freitag. Wir haben alles dabei, das zeige ich euch aber dann nachher noch im Wald. Ja, und ich würde sagen, jetzt geht es erstmal los. Wir gehen jetzt noch zu meinem Dad uns verabschieden und dann gucken wir, dass wir am ersten Tag jetzt roundabout 40 Kilometer schaffen. Oder was meinst du? Also ich denke, 40 Kilometer werden wir heute versuchen zu schaffen. Wir haben halt 5 E-Pass dabei, das heißt 1 zu wenig, weil wir halt jetzt einen Tag schon zu früh losgegangen sind, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben für uns. Und nicht uns so sputen müssen bei den Temperaturen. Aber naja, ich melde mich dann später nochmal, wenn wir den ersten Anstieg haben. So, wir sind in dem ersten Aufstieg, dem ersten Waldstück. Wie man sieht, ich bin schon klitschnass geschwitzt. Stigi, guck mal, der ist auch klitschnass geschwitzt. Mir läuft das Wasser so den Arm runter. Aber egal, wir ziehen durch. Wir machen gleich unsere erste Pause. Haben dann so noch nicht mal, also ich würde sagen 1,5, 2 Kilometer geschafft. Aber bringt ja nichts. Wir sind wie gesagt schon klitschnass geschwitzt. Wir haben ein paar 30 Grad schon. 30 Grad, 32 Grad, so in den Dreh. Also immer weiter. Ich melde mich gleich an der Hütte nochmal. Anstrengend. Ich will ja nicht sagen, dass mir die erste Dummheit schon passiert ist. Wir waren gerade auf der Bank, da habe ich mich jetzt nicht gemeldet. Ich habe meinen Hut auf der Bank liegen lassen. Und wir sind jetzt schon gut 400, 500 Meter weitergegangen. Und Stegi hat sich bereit erklärt, meinen Hut zu holen. Aber anstatt er seinen Rucksack hier lässt, ist er natürlich mit den 25 Kilo Rucksack schon wieder losgelaufen. Und holt jetzt meinen Hut. Richtiger Ehrenmann. Ja, aber der Typ hat eh Power wie ein Bär. Deswegen, aber ich hoffe, der powert sich nicht allzu sehr aus. Und das wird echt anstrengend und wir haben noch nicht viel geschafft. Wasser könnte auch echt knapp werden. Ich hoffe, wir finden schnell einen Bach oder sowas, wo wir Wasser filtern können. Ich meine, wir haben genug Wasser jetzt erstmal dabei. Wir haben jetzt 3 Liter dabei pro Person, ne 4 sogar. Erstmal, aber so wie wir hier gerade trinken, weil wir hier schon den ersten krassen Anstieg haben, könnte das echt knapp werden. Ich bin mal gespannt. Aber ich warte jetzt mal auf Stegi und filme dann nochmal schnell, wenn er ankommt. Junge, guckt euch den Kranken an. Wir haben 32 Grad. Junge, Ehrenmann. Tschüss. Guckt euch dieses Tier an. Holy shit. Bleib stehen, chill, trink was. Oh Junge, dieser Typ, nur wegen diesem Hut. Alter, willst du irgendwas sagen? Oh shit. Props gehen raus an Diogenes. Alles klar, wir melden uns, wenn wir gleich oben sind. Scheiße, ist das anstrengend. So, wir sind jetzt am Flugplatz oben angekommen. Unser erstes Ziel sozusagen. Unsere Feldflieger stehen bereit. Vielleicht sieht man das ein bisschen, die Aufklärungsflugzeuge. Wir haben jetzt die ersten gut 3, 4 Kilometer geschafft. Und schauen mal, wie es gleich weitergeht. Es geht erstmal nur geradeaus bis zur ersten Autobahn. Und dann melde ich mich dann nochmal, wenn wir da sind. So, Stegi macht gerade Karte, damit der weiß, wo wir her müssen. Und wir sitzen jetzt hier noch auf einer Bank, marschieren jetzt weiter, gucken gerade den ersten Fluss aus, an dem wir unsere Flaschen auffüllen können, weil wir verbrauchen doch mehr Wasser wie geplant. Was aber okay ist, weil wir haben genug Flüsse und Bäche und whatever auf dem Weg. Aber man sollte schon gucken, dass man an jedem Bach oder Fluss, je nachdem was wir halt finden oder irgendwas, halt unsere Flaschen auffüllen, dass wir immer voll sind. Wird sonst vielleicht doch was knapp, aber das kriegen wir schon hin. So, vielleicht hört man das. Wir sitzen unter einer Autobahnbrücke. Da ist relativ kühl. Wir haben jetzt so unsere erste Seite unserer Karte geschafft. Wir haben nämlich hier so eine Karte ausgedruckt. Also der blaue Weg ist nur eine Markierung, wo wir uns dran halten. Aber die Wege suchen wir uns selber aus. Also wo wir wirklich genau lang gehen.
Und jetzt gehen wir einmal quer durch diesen Wald, der da kommt. Und das ist jetzt nochmal genau die Strecke, die wir bis jetzt gegangen sind. Und danach machen wir erstmal eine große Pause. Das ist jetzt nur so eine 2 Minuten Abkühlpause, weil es ist sau heiß. Wir haben gefühlt 40 Grad. Es sind wahrscheinlich so um die 32, 33 Grad. Und ja, haben wir jetzt wie viel Uhr? Es ist exakt Halb eins. Wir haben 12:30, also 12:30 Uhr. So, wir haben uns entschieden, jetzt gerade noch das erste Mal unsere Socken zu tauschen, weil jetzt kommst du mit deiner Theorie. Und zwar, sobald die Füße nass sind, weicht sich die Haut auf und dann hast du größere Reibstellen und dann entstehen Blasen. Deswegen Füße trocknen, Socken trocknen, frische Socken an, die gleich oben auf den Rucksack zum Trocknen legen und dann schauen wir gleich mal. Stigi hat den ersten Mental Breakdown, weil er nicht checkt, dass ich nicht 1:15 oder so sage, sondern Viertel über 1. der sagt einfach 1:15. Anstatt er sagt 1:15 oder so, macht er es sich so übelst kompliziert. Nee, für mich ist es nicht kompliziert, aber für dich halt das ja nicht. Verstehst am ersten. Ja, ich verstehe es schon, aber oder so 1:15 oder so. Ne? Da muss man halt so denken. So, wir haben auf jeden Fall jetzt das große Waldstück fast komplett passiert. Kommen jetzt gleich an der Hauptstraße, sind dann in Königsfeld. Noch sind wir happy. Lieber oft kleine Pausen machen, als dann nachher nicht weit kommen. Deswegen, wir machen das schon. Bei der Hitze vor allen Dingen hier im Wald geht's. Aber sobald wir wieder rauskommen, gleich wird es wieder super warm. Wo sind wir? Keine Waffen, Drogen. Wir sind hier, sind wir durch und hier kommen wir gleich auf die Hauptstraße und dann. Hier ist das erste Anzeichen von Zivilisation. Also langsam muss ich sagen, wird der Rücken wird also nicht schwer, aber da wo der Rucksack aufliegt, hier links und rechts, dadurch, dass das halt fast oder mehr als 25 Kilo sind, ist das schon echt hart langsam. Und deswegen lassen wir jetzt die Nacken knacken. Aber ja, wird schon. Wir halten durch. Es ist noch kein Rumgeheule, auf jeden Fall nicht. Aber es wird anstrengend. Oder was sagst du? Mit deinen Tannenzapfen nach rechts und links. Die sind doch dran, ja. Ja, die sind noch da. Wir marschieren weiter. So, wir haben Wasser gefunden. Filtern das jetzt, damit wir wieder Trinkwasser haben. Mal so langsam. Also wir hätten jetzt noch genug Wasser, aber man muss jede Stelle nutzen, die man findet. Und das hier ist ein fließender Bachlauf. Ich habe mich gerade schon ein bisschen nass gemacht. Es ist echt warm. Wir sind hier hinter so einem Bauernhof. Also das ist irgendwie so ein Bauernhof hier, den wir gefunden haben. Und hier lief halt der Bach her. Und jetzt kamen wir hier auch relativ gut ans Wasser ran. Deswegen haben wir das jetzt genutzt. Ja, das Ding ist, wir haben hier kristallklares Quellwasser. Also, ne, aber besser ist das trotzdem zu filtern. Naja. Upsi. Das Wasser wird unten reingefüllt und dann muss man es einfach so da durchdrücken, durch den Filter. Wie gesagt, das ist nicht so easy, wie das aussieht. Bei dieser Hitze ist das mehr dann cool. Ich das so. So ist es so, Junge. Und dann füllen wir das in unsere Flaschen ab. Aber das ist die ganze Kunst des Wassersammelns bei uns gerade. Aber wir haben unser erstes Ziel erreicht, das ist Wasser finden. Das haben wir geschafft. Wir melden uns gleich wieder, wenn wir hier fertig sind. So, wir haben unsere Wasserflaschen aufgefüllt. Wir haben hier Wasseraufbereitungs-Gerät. Das können wir weiterziehen. Wir werden jetzt gleich im Schatten noch einen Sockenwechsel machen, einen zweiten. Ich denke, ich werde die Socken anziehen, die ich eben ausgezogen habe. Und dann geht's weiter, ne? Jetzt gehen wir noch ein paar Meter genau und dann nach dem Ort oder so, wenn wir ein schattiges Plätzchen finden mit einer Bank oder so. Ich glaube, dann zwiebel ich mir auch mal ein Brot rein. Für die Energie. Und dann schauen wir mal weiter. Aber es läuft gut, wir kommen gut voran. Es ist unglaublich heiß. Ja, das sieht hier gar nicht an. Und ja, wir schaffen das schon zusammen. Wir motivieren uns gegenseitig, das ist wichtig. Und weiter geht's. Fucking go. So, Sockenwechsel, die zweite. Sockenwechsel die zweite. Wir sind jetzt aus dem Ort raus. Also haben jetzt gut noch 1 Kilometer gemacht. Machen Mittag. Stiege holt jetzt gleich auch ein Brötchen raus. Dann werden die Socken nochmal gewechselt, wieder trockene Socken an. Und man schwitzt hier echt wie so ein Schwein. Dann geht es nachher weiter. Also wie gesagt, erst am Mittag, bisschen was essen, was trinken. Der Bach eben hat echt gut getan. Dieses Kaltwasser, also es war in Ordnung. Also das brauchen wir öfter, würde ich sagen. Also wir gucken, dass wir jetzt öfter mal ein bisschen vorbeikommen. Gucken, wie weit wir heute kommen. Ich bin mal gespannt. Willst du was sagen? Nee. Kein Kommentar. Kein Kommentar, gut. Ach so, wir haben jetzt wie viel Uhr?
2:30. So, also Hast du die Uhrzeitangabe? 14:30 Uhr. Ja, oder 1430. 1430. 1430. Und Servus, grüezi miteinander. Äußerlich zur derzeitigen Lage. Wir sind richtig am Arsch. Wir haben noch einen ziemlich weiten Weg. Aber wir machen das, ne? Bringt ja nichts. Es bringt einfach nichts. Es ist super anstrengend. Die Fliegen nerven ein. Jetzt kommt zu dieser Moment, wo einen alles abfuckt, glaube ich. Aber den müssen wir überwinden. Ja, ich glaube, das kommt noch erst. Was kommt das noch? Ich denke. Ach komm. Wir sind jetzt hier noch in einem kleinen Waldstück zwischen den 2 nächsten Orten. Haben gerade auch wieder so roundabout 1 Kilometer sind wir gegangen. In den Wald rein. Und es ist brutal heiß. Das hier, es ist einfach alles klitschnass und Schweiß. Es ist einfach alles nass. Man sitzt ja auch hier, es ist alles nass. Es ist so heiß. Aber egal, wir ziehen das durch. Wir haben gesagt, wir machen das. Wir machen das, also machen wir das. Mein Kopf ist schon richtig matschig. Aber egal, immer weiter, nicht aufgeben. Mein Brain ist am Arsch. Ja, Digga, es ist richtig schlimm gerade, weil die Sonne, die kickt halt übel rein. Nur wir müssen einfach weiter. Wir müssen einfach weiter. Oder? Ja, genau so und nicht anders. Der Boy, der G. Tja, Wie Leute Knie. es ist halt einfach ein chilliger Waldweg hier. Aber man kann ja auch nicht hier irgendwo campen. So. Also wir müssen weiter, bis in den nächsten großen Wald zumindest. Und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht schon eine Stunde mal Pause machen. Hört man das? Hm? Wir sind noch in der Nähe von Zivilisation. Bis jetzt leben wir noch. Wenn das Letzte ist, was ich gesagt habe. Und du findest diese Kamera. Nein. Ihr merkt, die Brains werden langsam echt matschig und wir machen aber weiter. Ich habe gerade zu Stigi gesagt, denkst du mir Grashüpfer, esse ich den. Und sucht er hier die ganze Zeit Grashüpfer. Oh, die sind halt viel zu schnell für den. Das ist halt zu geil. Ah, Junge, jetzt versucht er hier seine Grashüpfer zu fangen. Ja, wenn du den frisst, dann ist mir das wert, ne? Also wirklich. Alter. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Digga, das ist ein Dicker, Alter. Hast du richtig was zu schmeißen? Als ob du den hast. Als ob du den hast. Die frisst du jetzt. Ja, ja, aber als ob du den hast. Ja. Da war gar nichts drin. Der hat den nicht mal gefangen, der Lappen. Ah, Der noch Boy. alles dran, meine Du siehst aus wie Manni Ludolf oder so. Digga. Ach Leute, das ist einfach zu funny, ey. Der Manni, der macht immer so. Der macht immer so. Ah, mir läuft das Wasser schon wieder hier die Unterarme runter. Das ist so widerlich. Also wenn es nicht so unglaublich heiß wäre, dann wäre es richtig spaßig und würde sogar, glaube ich, echt Fun machen. Aber ja, im Moment. Versprechen habe ich. Was? Der gute Fabio frisst diese Woche noch eine Heuschrecke. Ja, ich gebe dir die Hand drauf. Wenn du einen fängst, dann esse ich den. Haben wir schon gemacht. So. Und Käfer auch. Nee, Käfer nicht, nur eine Heuschrecke. Oder Eine Heuschrecke Wurm. finde ich jetzt nicht so schlimm. Oder So ein Wurm. Käfer und ein Wurm finde ich ekelhaft. Aber eine Heuschrecke, Fliege? Digga, eine Fliege, Alter, what the fuck? Nein, eine Heuschrecke ist okay. Also bis später. Stegi hat gerade wirklich gesagt, ich bin ein hübscher Ja, Kerl. aber auch nur mit dem Vorwand, dass ich ihm die Augenbrauen abrasieren darf. Der hat gesagt, wortwörtlich, darf ich dir die Augenbrauen abrasieren, du bist doch eh ein hübscher Kerl. Das hast du gesagt. Was jetzt lacht der? Guckt euch an, wie der aussieht, Alter, wie so ein Wandertourist, ey. Mit so einem Fischerhut. Der Boy ist fertig wie Lachsbrötchen. Und ich aber auch. Ja, was soll ich erzählen? Wir sitzen hier auf irgendeinem Spielplatz. In irgendeinem Ort. Uns fragen die ganze Zeit irgendwelche Leute, ob wir bei der Bundeswehr sind. Ich meine, gut. Könnte man auch denken. Es ist fucking heiß. Ich glaube, ich sage das heute zum allerersten Mal. Wir müssen halt immer wieder Pause im Schatten machen, was einfach nicht geht. Aber egal. Immer weiter durchziehen. Wir gehen jetzt in den nächsten Wald, schmeißen wir die Karte rüber. Ja, jetzt heißt es Zähne zusammenbeißen und durchbeißen. Oder wie auch immer. Meine Brain ist schon richtig müde. So, Abschlussworte.
Keiner macht den Drogen. Keiner macht den Drogen und macht Sport. Wir haben uns entschieden, eine Rast einzulegen, eine große. Wir wollen die Sonne untergehen lassen oder zumindest tief stehen lassen. Das ist unaushaltbar. Das ist wirklich pervers. Man sieht es vielleicht, ich bin komplett klitsche-patsche nass geschwitzt. Und wir können nicht mehr. Wir können wirklich nicht mehr. Wir lassen jetzt die Sonne untergehen, gehen dann weiter. Ich denke mal, essen oder so werden wir jetzt nichts. Das werden wir dann heute Abend machen. So bis in die Nacht rein werden wir dann wandern. Und dann, ich denke mal so um 12 oder wann, unser Lager aufbauen irgendwo. Und dann morgen auch erstmal schlafen bis 8. Ja, schauen wir mal, dass wir dann irgendwie so 6, 7 Stunden Schlaf gehabt haben. Aber jetzt erstmal chillen, bis die Sonne untergeht. Die Sonne steht jetzt ungefähr da. Was sagt die Uhr? 5 nach 5. Wir haben 5 nach 5, also 5 Uhr, 17 Uhr. Ja, Junge. Dann gehen wir gleich weiter. Immer genug Wasser mitnehmen. Und keiner macht den Drogen. Das ist dein Motto, ne? Ja, ich habe gerade 1,5 Stunden gepennt. Ich nicht. Ich stiege nicht, weil der hat Angst vor Vögeln. Was? Das fühlt sich an? Wenn du auf einen fucking Stein. Ja, es ist halt ein bisschen hart. Das haben wir uns überlegt. Jetzt gehen wir noch in den nächsten großen Wald und schlagen dann dort unser Nachtlager auf. Machen ein schönes Abendessen. Wir gehen jetzt mal weiter. Wir packen den ganzen Kram hier zusammen. Weil wir haben uns hier, wie gesagt, so ein bisschen häuslich niedergelassen mit einfach Isomatten hingelegt und ja. So, wir haben Marschbereitschaft hergestellt. Rucksäcke sind zusammengepackt. Stigi hat gar keinen Bock, den schönen Rucksack anzuziehen. Oh, der Schmerz in seinem Gesicht. Ja, ich glaube, wir machen auch nicht mehr so lange heute. Wir gehen noch bis in den nächsten großen Wald und schauen mal. Was sagt die Uhr? 19:30 Uhr. Sunday, 24. Wir gehen jetzt noch spazieren und melden uns dann gleich wieder. So, Stigi ist wieder auf Mission Grashüpfer. Nein, er hat wirklich eingefangen. Digga, der hat eingefangen. Wo willst du den? Hast du ihn? Also, warte, ich finde das. Oh, nee. Nein. Nein, oder? Habe ich den jetzt verloren, oder? Du warst so kurz davor. Ah, sicher. Für den Grashüpfer? Das ist der Grashüpfer. Und jetzt? Warte, ich hole schon mal meine Wasserflasche raus. Köstlich. Wieso Wasserflasche, Alter? Zum Wegspülen, die Scheiße. Kauen und wegspülen. Da muss richtig reinbeißen, ne? Ich will das Ja. sehen. Mmh. Mmh. Ja, nice. Habe ich gemacht. Bist du stolz auf dich? Jetzt bist du dran. Schmeckt scheiße, oder? Ja, schmeckt nach Mehl. So wie eine Art Mehl schmeckt er. Aber was soll ich machen? So ist das halt. Ja gut, das war Challenge gewonnen, würde ich sagen. Und hat sich der Anblick so erfreut, wie du dachtest? Ja, das war witzig. Ja. Das war jetzt auch nicht so eklig, muss ich sagen, wie ich es mir vorgestellt habe. Nee, die sind ja nicht frittiert, die sind ja lebend gewesen. Schmeckt dir das nicht, oder wie? Ah, die waren jetzt nicht so lecker. Also es wird auf jeden Fall nicht mein Lieblingsgericht. Naja, aber wir können ja mal so einen Rundumfilmer machen. Gerade einen Berg hier am Hochlaufen, Richtung Wald. Und ja, ich glaube, Stiege läuft jetzt mal vor. Und dann filme ich den, wie der den Berg hier hochläuft. Let's go, Marsch. Fuck you. Auf. So, wir haben jetzt ein Nachtlager gefunden und bauen das gerade auf. Die Tarps stehen schon soweit. Es war relativ offen auf beiden Seiten. So, aber dann geht der wenigstens ein bisschen Wind durch. Wir räumen jetzt den ganzen Kram da rein. Ein Epa habe ich schon draußen gelassen. Wir wollen uns heute noch ein Epa machen. Ich habe nur Brote, aber Let's go. ja. Bist du zufrieden mit unserem ersten Aufbau soweit? Ja, sieht halt scheiße aus, ne? Bringt seinen Zweck. Genau. Ja. Und das ist ja das Wichtigste. Ne? Richtig, denke ich auch. Und es ist getarnt. Weil da hinten ist ein Weg. Da gab eben schon eine Joggerin, aber hier werden wir ein kleines Feuerchen machen. Ich denke, das klappt schon. Schlafsack brauchen wir nicht. Ich werde alles bei mir ins Zelt räumen. Und wenn es kalt wird, werde ich es mir überschmeißen. Aber ich denke auch nicht, dass man es den braucht. Regenponcho am Boden hinlege. Hm? Den Regenponcho am Boden
ausliegen. Also ich glaube, ne, 2 Isomatten. Ich habe 2 Isomatten, die reichen. Plus Kopfkissen. Das Ende von meinem Rucksack nehmen. Mit den Klamotten drin, die jetzt hier alle liegen. Schlafsack als Rucksack. Mein Brain ist schon richtig am Arsch, Alter. Ja, wir gucken mal. Wir machen das schon. Wir melden uns gleich wieder, wenn unser Feuer läuft. Na, sorry, ich Idiot, habe natürlich vergessen zu filmen, wie wir Feuer machen. Und wie wir den ganzen Scheiß hier anfangen. Ich guck gerade so zur Stiege. Ich denke so, scheiße, ich habe nichts gefilmt. Aber wir haben jetzt hier Stigi sein Essen auf dem Herd. Das sieht mega ranzig aus, aber ich werde das mir einverleiben. Da ist mein Essen, was ich gleich aufmache. Und dann werden wir uns es gut schmecken lassen. Ich suche jetzt hier kleine Ästchen, Stöcke, die wir in unseren Mini-Grill reinschmeißen können. Weil der zieht gut, muss ich sagen. Also da geht gut was durch. Stigi sein Essen kocht schon. Das sieht mega ranzig aus. Ja, Digga, das ist halt Bundeswehressen, ne? Das ist kein Festmahl hier. Ach, dieser Typ, der nur am Meckern. Der will hier einwandfreies 7-Sterne-Gericht haben. Und ich sammle hier Äste für mein Essen. So, dann melde ich mich gleich mal, wenn nur das Festmahl beginnt. Und wir hoffen, dass wir hier nicht rausfliegen aus dem Wald. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Wie schmeckt's? Mit der Franzosenwurst. Stigi ist richtig abgefuckt und ich weiß gar nicht warum. Der ist nur am Rummeckern. Ist alles scheiße, alles schmeckt nicht. Er ist richtig abgefuckt. Es ist ihm eben noch die Wurst, jetzt ist ihm eben noch die Wurst in den Dreck gefallen. Schmeckt schon, aber es sieht halt nicht so aus. Also schmeckt, aber es schmeckt. Also, ich bin mal gespannt. Also dem Stigi zieht die ganze Zeit die Rauch ins Gesicht. Der zieht die ganze Zeit der Rauch ins Gesicht. Das gefällt ihm halt gar nicht. Oh, scheiße. Mir ist gerade beinahe mein Essen vom Herd gefallen. Ich glaube, mein Essen ist auch fertig, Mann. Und das ist kaum mehr umrührbar. Ich habe auch keine Lust, dass es anbrennt. Aber es sieht gut aus. Was soll ich sagen? Jetzt sitzen wir hier, kochen unser Essen in der Kuhle, haben hier unsere Zelt aufgebaut, unsere Essen verteilt. Es wird natürlich alles mitgenommen. Das sind keine Assis. Und dann schauen wir mal, ne? Ich hoffe, mein Essen schmeckt. Die Wurst ist hoffentlich auch gleich von innen auch warm. Ich lege jetzt nicht mehr an Holz auf, das muss jetzt reichen als Glut. Als Hitze ist nämlich schon ordentlich am Blubbern. Das sollte klappen. So, schauen wir mal, wie die erste Nacht wird. Ich melde mich gleich nochmal, wenn wir irgendwie ein Biskuit essen oder sowas. Und dann sage ich euch Bescheid, wie es weitergeht. Aber erstmal hier unsere Waldstätte mit unseren Zelten. Also mein Epa ist ready. Ob die Wurst wirklich so schlimm ist, wie Stegi sagt. Eine Aufnahme von ihrer Wurst. Das sieht halt, ja. Nee, es ist ja nicht schlimm, es sieht einfach immer ranzig aus, ne? Man kennt's. Schmeckt wie eine französische Blutswurst. Ja, ich muss sagen, sehr lecker. Schieben Sie sich Halb, rein. halb. Und Statement zum Reis. Oder zu den Nudeln. Oh, heiß. Das ist ein Bauerneintopf irgendwie mit Wurst. Ja, also ist okay. Kann man essen. Ich habe eben ja, wo ich geschlafen habe, und das hat mir wirklich gut getan, muss ich sagen. Dieser Schlaf. Ne, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie ging es dir heute? Also, Bin bin aber noch rumgelegen, hab relaxed. Und ja. Also wenn die Raubtiere kommen, ne, dann heute Nacht. Heute Nacht. Ich Dann habe mein Messer dabei. Dann Du lege ich hast dir ein Stück Pfefferspray Fleisch in dabei. dein Zelt. Also ich gebe dir mein Pfefferspray. Ich habe mein Messer dabei. Ja. Wir haben uns entschieden, zur Abendromantik gehört natürlich noch ein Kakao. Ist gleich schon zu dunkel für die GoPro, aber wir werden uns jetzt noch einen Kakao reinziehen, jeder. Machen gerade hier Wasser heiß für jeden. Boah, Digga. Einfach eine fette Ameise, Mann. Man sieht die, glaube ich, nicht so dunkel. Aber hier wird jetzt auf jeden Fall Wasser heiß gemacht. Und dann schauen wir gleich mal, wie sich das entwickelt hier. Ich hole auch mal meinen Kakao raus und dann sage ich schon mal gute Nacht. So, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Licht. Vielleicht sieht man ein bisschen was. Man darf natürlich seinen Müll nicht rumliegen lassen, deswegen haben wir Tüten dabei. Und dann räumen wir unseren ganzen Scheiß auch weg, damit das auch schon mal auf Kamera ist.
Kackpappe habe ich gerade schon benutzt. Hat gut funktioniert. Die habe ich vergraben. Ich hoffe, das ist okay. Und Papier ist jetzt hoffentlich nicht so schlimm. Ja. Stegi sucht seine Gabel. Schauen wir mal. Also ich wünsche eine gute Nacht. Jeder, der das erste Mal alleine oder zu zweit draußen geschlafen hat, der weiß, dass die erste Nacht, glaube ich, das Schlimmste ist. Weil man das halt noch nie gemacht hat. Ich habe ein bisschen ja, Angst nicht, aber es ist halt ein uncooles Gefühl, wenn vielleicht ein Wildschwein oder so hier durchläuft. Deswegen räumen wir unseren ganzen Müll schon mal, unseren ganzen Müll schon mal weg. Überall die Mücken, ey, das nervt so krass. Und keine Macht und Drogen. Thought I couldn't